Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr eine AFK-Farm für Bett-Talismane auf eurer Insel in Hypixel Skyblock bauen könnt. Vorweg möchte ich aber sagen, dass das Design nicht von mir ist. Leider kann ich auch nicht genau sagen, wer als allererstes die Idee für diese Farm hatte, aber bei der AFK-Farm, die ich habe ich mich an dem Design von Great Khans orientiert. Seinen Forumpost für sein Design habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Um die Farm zu bauen, müsst ihr erst einmal Level 6 in der Dark Oakwood Collection erreichen, da ihr dort den Crystal für die Roof Trost Insel freischaltet. Auf der Insel stehen dann Dark Oakwood Bäume, welche auch immer wieder neu von dem Crystal generiert werden. Aber das Wichtigste für die Farm ist, dass der Crystal auch in der Nacht dafür sorgt, dass Fledermäuse in der Nähe des Crystals spawnen und diese droppen ab und zu den Bett-Talisman. Wenn ihr die Insel dann platziert habt, müsst ihr am ersten Schritt genau unter den Crystal zunächst einen Trichter bauen, der zur Seite zeigt. Im nächsten Schritt könnt ihr eine beliebig lange Trichterreihe zur Seite bauen, diese dient später dazu, um die Bett-Talismane einzusammeln. Ich habe hier insgesamt 10 weitere Trichter zur Seite angebaut. Im dritten Schritt baut ihr mit 2 Trichtern direkt neben den Crystal nach oben und diese beiden Trichter zeigen auch wieder in die Trichterreihe aus dem vorherigen Schritt. Anschließend baut ihr an den oberen Trichtern noch einmal 7 Trichter, welche ebenfalls alle so platziert werden, dass die Items in die untere Trichterreihe geleitet werden. Durch die Trichter entsteht dann eine 3x3 Blockfläche und in der Mitte sollte noch ein Loch bleiben, wo sich der Crystal nach oben und unten bewegt. Im nächsten Schritt müssen wir genau bei dem Loch ein Schild an den Trichter platzieren. Passt bei diesem Schritt auf nicht, dass ihr den Crystal aus Versehen abbaut und eure ganze Arbeit dann umsonst war, weil ihr die Insel neu platzieren müsst. Platziert das Schild am besten dann, wenn der Crystal gerade nach unten geht, der dann genügend Platz haben solltet. Nun könnt ihr einen Block über den Trichtern ein 5x5 Feld mit einem beliebigen Block bauen. Ich habe hier nur Glas verwendet, damit das Ganze etwas anschaulicher ist. Und direkt über den Trichtern platziert ihr Wasser, da dieses benötigt wird, um später die Fledermäuse darin zu ertränken. In den folgenden Schritten sorgen wir dafür, dass die Fledermäuse wirklich nur dort spawnen können, wo wir sie haben wollen. Dafür platzieren wir über der Ebene mit dem Wasser auf der 5x5 Fläche wieder Blöcke, aber lassen diesmal keinen Freiraum in der Mitte. Und das Ganze machen wir 2 Ebenen hoch, sodass der Kasten dann an der Seite 3 Blöcke hoch ist. Nach unten machen wir genau das gleiche, indem wir überall Blöcke platzieren, außer dort, wo sich der Crystal nach oben und unten bewegt, sodass der Kasten dann insgesamt 5 Blöcke an der Seite hoch ist. Noch weiter unten reicht es dann, wenn wir einen 3x3x3 Kasten bauen, welcher genau in der Mitte liegt. Und im letzten Schritt, um die Spawnpunkte der Fledermäuse einzuschränken, könnt ihr noch 2 Blöcke direkt unter der Mitte des Kastens aus dem letzten Schritt bauen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollten die Fledermäuse nun nur noch dort spawnen können, wo sich der Crystal bewegt oder direkt im Wasser, wo sie nach einiger Zeit ertrinken. Im nächsten Schritt sorgen wir dafür, dass die Bett-Talismane auch richtig eingesammelt werden, denn leider kann man nicht einfach eine Doppelkiste hinstellen und dann warten, bis diese voll ist, da sich die Bett-Talismane stacken würden und wenn man sie aus der Kiste nehmen will, hätte man dann nur einen einzigen Talisman. Dafür platzieren wir zunächst einmal nochmal ein paar Trichter und Kisten, wie hier im Bild dargestellt. Unter den Kisten solltet ihr dann mit soliden Blöcken bauen, damit wir dort später Redstone platzieren können. Hinter den Kisten muss dann noch so eine kleine Treppe gebaut werden. Auf den Treppen aus dem letzten Schritt kommt dann je ein Redstone und direkt an die Kisten kommt ein Comparator. Das Ganze sorgt dann dafür, dass wenn ein Bett-Talisman in der Kiste landet, sendet der Comparator ein Signal aus und es wird kein weiterer Talisman über die Trichter in die Kiste geleitet. Und die 5. Kiste, die ich am Ende platziert habe, dient dazu, den Bett-Talisman aufzusammeln, wenn entweder alle anderen 4 Kisten voll sind oder wenn das Redstone-Signal mal wieder etwas am Laggen ist und deswegen der Talisman einfach weitergeleitet wird, obwohl die anderen Kisten noch frei waren. Ihr könnt natürlich auch mehr als 4 Kisten mit Comparatoren bauen, aber bisher hatte ich noch nie das Problem, dass alle Kisten belegt waren, da man ja auch bedenken muss, dass man auf der Insel sein muss, damit die Farm überhaupt funktioniert. Im letzten Schritt würde ich euch noch raten, einen Nightsaver zu platzieren, damit dauerhaft Nacht auf eurer Insel ist und wirklich durchgehend Fledermäuse spawnen und wer will, kann dann auch noch eine Repelling Candle platzieren, damit euch die Monster nicht nerven, die nun die ganze Zeit spawnen würden, weil Nacht ist. Das war dann auch schon der Aufbau für die AFK-Farm. Wenn euch die Erklärung zu schnell war, könnt ihr euch die Farm auch gerne im Spiel auf meiner Insel anschauen, wenn ihr mich besucht. Ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß beim Fledermäuse ertränken und noch einen wunderschönen Tag und ciao!